Hallo, Hallo. wir sind heute bei Shu Wei Fang. Ich denke, es wird heute sehr traditionell, weil Shu kommt vom Königreich Shu. Das war das letzte eigenständige Königreich in Sichuan. Und Wei ist Weidao, also der Geschmack aus dem Königreich Shu. Also es wird hier richtig alt, richtig traditionell. Lass uns reingehen.老板说Sichuan的还是？我们这里是很纯正的四川，但是老板不是。厨师是厨师，是本帮菜是不是本帮师傅，就说是有的厨师是在这里学的，他们在中国学。啊，然后in China gelernt。哦，我还以为是什么叫本帮菜。Was nehmen wir? Wir nehmen den Tangzhou Paigu. Koushuiji ist sehr berühmt. Du willst scharf, ne? Dann nehmen wir scharfe Hähnchen. 这儿川味辣子鸡，还有麻婆豆腐。Und 酸辣土豆丝。谢谢。Also, Lin meint gerade zu mir, dass die eigentlichen Sichuan-Gerichte sind auf dem Menü eher weniger. Wir haben gerade schon einmal das Personal gefragt, wo sie herkommen, und sie kommen auch alle nicht aus Sichuan. Und der Chef kommt wohl eigentlich auch nicht aus Sichuan. Deswegen müssen wir mal schauen und einfach probieren. Ja, aber der Name verrät eigentlich von diesem Restaurant, dass wir hier sehr authentisch unterwegs sein sollten. Aber wir finden es raus, weil in unserer letzten Station zum Beispiel haben wir da genau dieses Problem auch gehabt. Das Menü sah sehr nach Sichuan-Restaurant aus und am Ende ist der Koch aus Hunan, aber überraschenderweise hat er auch gar nicht so scharf gemacht. Könnt ihr gerne schauen, auch das Video von Yomi, da oben. Koushuiji, das ist ein Kaltgericht und so übersetzt ist das so Spuckehähnchen. Weißt du, warum heißt Spuckehähnchen? Ja, es gibt einen Schriftsteller, er erwähnt das erstmalig und er schreibt das als Koushuiji auf. Und so bekommt das seinen Namen. Aber warum er das gemacht hat, ist eigentlich nicht überliefert. Nee, weil sie findet dieses so lecker, wenn sie gucken, dann hat es so viel Spucke. Ja, das ist dann die Theorie danach. Aber er hat das in einem Gedicht erwähnt und er hat aber nie gesagt, warum er das so geschrieben hat. Ich rieche, es riecht auf jeden Fall nicht so scharf, ne? Und es ist noch ein bisschen Fragezeichen. Tangzhou Paigu. Süß-sauer. Süß-sauer, genau. Also hier kommt die Süß-sauer-Soße her. Nee, also Süß-sauer-Soße ist ja eine deutsche Erfindung, also die chinesische zumindest hier. In China funktioniert die ein bisschen anders. Paigu heißt Rippchen einfach. Schweinerippchen. Und original kommt dieses Gericht, wo wir im Nie-Restaurant waren. Ich zeige jetzt hier einfach immer nur nach oben. Da in dem Video haben wir schon mal die Geschichte erzählt, die Ursprungsgeschichte. Es gibt auch noch eine weitere Version. Da muss ich einen Cut machen, weil ich muss nochmal auf meinem Handy lesen. Erzähle ich dann später nochmal, wenn wir essen. Suanla Tudosa. Dankeschön. 你要看一下看看好不好吃。你喜欢吃土豆丝？ Ja. Qiao ist großer Fan von Kartoffelstreifen. Also es ist so wie Pommes vor Pommes. Aber knackig, muss knackig sein. Anstatt dass die frittiert sind, werden die schnell gekocht und viel dünnere Streifen. Wow. Mapo Tofu. Diese ist vegan oder mit Fleisch? Mit Fleisch. Mit Fleisch. Und Schwein oder Rind? Rindfleisch. Original ist es so, mit Rindfleisch. Macht der Koch mit Doubanjiang oder Dosha? Doubanjiang, guck mal. Doubanjiang. Ja. 就是红油豆瓣酱 diese leichte, vielleicht muss probieren. Wir haben Er hat hier mehr und das Green letzte Chili kriegen benutzt wir als noch. rote, finde ich. Normalerweise packe ich nur Filmzwiebeln, nicht Koriander. Also Banisha heißt mixen. Also ich muss auch Chinesisch lernen. Aber ich mag nicht die Haut. Okay. Probieren? Machst du. Nummer 1.
hat keinen Knoblauch, oder? Probier mal. Hatte, ne? Aber fehlt etwas. Koshweji. Guck mal, ob jetzt gleich hier sabbert. Ein bisschen scharf, ne? Lazji. Oh, Oh, kommt noch einer. Laziji. Wir haben Doppelhähnchen. Oh. Also ich möchte immer noch rausfinden, ob ich jetzt sabbere. Sache. Weil das ist kalt immer. Du hast immer diesen Kontrast aus der Schärfe und dem kalten Gericht so. Also kann man das beschreiben. Diese kalt sein. Ja, Aber diese Hähnchen, sie benutzen die diese Kälte andere. wirkt sich auf den Geschmack aus. Und es hat ein bisschen eine Säure Man selber machen muss auf jeden Fall benutzt dieser Maishähnchen. und leicht salzig. Aber ich muss jetzt sagen, ich würde jetzt nicht verstehen, warum heißt das, dass man davon so sabbert. Ja? Okay, gucken wir mal beim nächsten rein. Diese aber okay. Diese, also hier haben wir 酸辣土豆丝， Swanla Tudose, also sauerscharfe Kartoffeln. Also sauer merkt man sofort, scharf nicht. scharf merkt man nicht, weil das ist ein sehr einfaches Gericht und durch die Einfachheit des Gerichts macht das auch Spaß einfach. Ist halt sehr ölig, aber so auf die angenehme Art. Das flutscht einfach runter und man kann die ganze Zeit futtern. Naja, ich esse schon das auf, bevor ich die andere mache. Jetzt haben wir Tang Supaigu. Oh, ich liebe dieses Lied. Oh ja, Oh ja, Maya. okay. Was hast du geflüstert? Falsch gespannt. Falscher Geschmack. Ja, Komisch, diese hat so ein eine bisschen. süße Note, das sagt ja der Zucker. Aber es ist fast nicht sauer. Also wirklich, ich muss diese eine Video machen, wie das kochen. Ja, Lynn hat das schon im Vorfeld gesagt. Lynn wird plötzlich ambitioniert. Wir haben ja gesagt, wir warten, bis wir 10.000 Abonnenten haben. Aber Lynn hat schon ein bisschen Ideen, was sie wahrscheinlich kochen wird für euch. Dieser. Machen wir chinesische Tischetikette. Das heißt, wenn ihr Knochen habt, ihr könnt die auf den Boden spucken. Das erleben wir vielleicht nur in China, aber in Deutschland nicht. Ja, also diese ist sehr mild, wirklich. Nur ein bisschen süß. Und fürs Tang Supaigu würde ich euch empfehlen, von den Restaurants, die wir schon besucht haben. Wir werden das immer updaten. Wo waren wir? Nie. Oh, beim Nie-Restaurant. Ja, ich finde auch Oh, nicht bei dem richtig. Shanghai, ja. Ich finde, es schmeckt auch nicht richtig. Ja, aber sie haben das mehr traditionell an ihrer ursprünglichen Version gemacht. Wenn Lynn das macht, ist immer super sauer und, süß. und richtig süß Trocken. und so, wie sagt man das, Süßig. so leicht karamellisiert schon. Ja, genau. Ey, woher weiß das? Weil ich habe es so oft gegessen. Hallo? Das Natürlich, schmeckt ich kenn dein süßlich, Essen. dieser, will ich machen. Okay, jetzt wird's gefährlich. Jetzt kommt ein Lazehähnchen. Labula. Er hat zu viel dieser Stärke rum. Dieses frittierte, oh ja, Lazehähnchen. Was ist eigentlich der Unterschied bei denen? Weil wir waren jetzt schon mehrmals essen und dieses ist immer frittiert. Ja, aber sie packt zu viel. Und aber du machst, ja. du frittierst nicht. Warum? Wir machen Snacks oder nicht? Ah, ich weiß Okay, nicht. also wenn du als Snackgericht machst, dann frittierst du nicht. Aber sie macht zu over. Ja. Zu viel Stärke. Mhm. Normalerweise sehr leicht. Diese Hähnchen selber sehr trocken. Aber ich finde, die muss Jetzt die- andere Namen haben von die Ist die Atmosphäre zerstört. frittierte Hähnchen mit Geschmack. Also dieses ist auch nicht scharf, ne? Das heißt ja la. Aber in Sichuan, wenn Nazi Hähnchen essen, so Hähnchen sehr wenig, sehr viel Chili. Aber liegt das an den Chilis? Aber dieses auch Ma. Ganz leicht hier. Hier. Aber der hat auch nicht so viel.
weil diese Chili, Oh, sie hat Nicht auch scharf. so, oh, war sehr hart. sie hat Okay, auch so Zwiebel. hart. Wird ja hier brutal. So diese schmeckt Okay. alles nicht nach richtig Latzerhähnchen. Ich finde diese Farbe schon falsch. Ja, ja, komm, nur nett sein. Lynn ist jetzt bei der Konkurrenz, ja, und ist Ich jetzt habe keine andere Sachen. total gnadenlos. Oder die alternative Erklärung, Lynn ist eigentlich vom Herzen so ein richtiger Foodie. Das heißt, wenn sie irgendwo essen geht, sie hat immer Erwartungen, die sind da irgendwo da ganz oben. Nee. Ja, und kennt halt ihre Geschmäcker und ihren Lieblingsgeschmack und sucht den immer wieder. Und das war ja dann auch einer der Gründe, warum wir ein Restaurant gemacht haben, weil sie einfach in Berlin nicht zufriedengestellt wurde in allen Sichuan-Restaurants und da musste sie selbst kochen. Starten wir mit Mapo Tofu. Mapo Tofu, super, super berühmt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es original vom Mapo Tofu, weil ich habe in Chengdu habe ich fast nie Mapo Tofu gegessen, glaube ich. Boah, erstmal ist es super heiß. Also, wir haben hier den ganz normalen Tofu. So, ist scharf, ne? Scharf? Ein bisschen. Nee. Oder das ist jetzt das Laziji, weil es plötzlich heiß wurde. Aber hier gibt es kleine Stücken Rindfleisch. Rindfleisch. Beim Mapo Tofu gibt es nämlich in der Geschichte des Mapo Tofu, also erstmalig gab es Mapo Tofu am Ende des 19. Jahrhunderts. Und zwar wurde das bekannt in einem, damals war das noch kein Restaurant, sondern eher so ein Stand. Du konntest einfach hingehen mit deinem Essen. Die haben dir daraus etwas Leckeres gekocht. Aber normalerweise Rinderhack, nicht so Rinderfleischstück. Und erst so ab den 1930er Jahren wurde das damalige Chem Mapur, heißt das, dieses Restaurant wurde zu einem richtigen Restaurant. Und es gab auch keinen Nachfolger. Also ursprünglich wurden früher ganz oft Restaurants von einer Chefin, Betonung auf Chefin, zur anderen, also zur Tochter übergeben. Aber es gab dann in den 20er Jahren für Chen Mapo keine Nachfolge und dadurch wurde ein Koch eingestellt und er hat sich besonders um dieses Gericht hier bemüht, um Mapo Tofu, und hat daraus dann verschiedene Variationen über die Jahre Aber in gemacht. Chengdu hat eine berühmte Mapo Tofu Restaurant. Ja, Chem Mapo. Aber hat einmal verbrannt, dann nie wieder kochen kann nach. Das alte. Ja, weil diese alte Öl sie immer weiter kochen und weiter. Genau, ursprünglich war das Restaurant direkt in der Nähe, wo immer das Öl gepresst wurde. Und so ist das quasi entstanden. Also das war einfach in dem Stadtteil, wo immer Öl gepresst wurde und dann kamen die Leute hin mit ihrem Essen, mit ihrem Tofu, mit Fleisch, Gemüse und daraus wurde dann etwas gekocht. Durch die Zeit gab es auch unterschiedliche Regeln. Das haben wir letzte Mal in Chengdu wieder gemerkt, dass die Gesundheitsregeln einfach geändert werden. Deswegen variiert Mapo Tofu von Schweinefleisch zu Rindfleisch. Deswegen habe ich auch dem Service heute gefragt, weil dann kann man ein bisschen vielleicht erkennen, welche Version hier gemacht wird. Oder wie es scheint, machen sie eine sehr eigenständige Version. Weil zum Beispiel das Doubanjiang heute im Mapo Tofu verwendet wird, das ist neu. Ja, das gibt es eigentlich erst so seit den 2000er Jahren, nachdem das Restaurant auch abgebrannt ist. Und davor wurde immer Doje, also so schwarze Bohnenpaste, einfach verwendet. Oh, ich weiß nicht. Ja. Ich koche nur meinen Style, Was ist dein weil ich Style? mag keine Doubanjiang. Deswegen ich kaufe immer so Supermarkt diese Pflanze Feuertopfsoße. Da drin hat auch sehr viel Chili-Pasta. Ja. Ich mag mit denen kochen.
Okay, also du machst noch eine ganz andere eigene Version. Ja. Aber ich kann natürlich zeigen, so normal. Machst du mit Fleisch oder weil die ganzen veganen Versionen Ich mache nur mit Tofu. sind auch alle ganz modern. Gab es früher gar nicht. Ja. Und von meinem Mapo-Tofu, ich habe auch ein bisschen Trick, deswegen am Ende schmeckt auch sehr gut. Sie sind sehr sparsam so mit der Nee, Fleischgröße. normalerweise die Hackfleisch, aber die hat ein Stück. Nein, ist ganz früher, Also- die ersten Versionen sind mit so großen Schweinestücken. Wir benutzen immer Hackfleisch. Und dann kann das aber alles sein Ja. vom Schwein. Das war nicht festgelegt. Aber die Das hat ist auch brutal keine heiß. richtig Sichuanpfeffer drauf. Ja, weil kannst du auch extra kriegen. Ursprünglich diese hat keinen Sichuanpfeffer drin und du bekommst immer extra und kannst selbst dazu Ja, machen. deswegen immer drauf, oben. Leute, siehst das. Sichuanpfeffer immer am Ende, wenn fertig, dann drauf. Dann Frühlingszwiebel. Aber ich finde halt auch ein Problem, weil sie in Deutschland alle das Kochen-Style, sie packt zu viel Stärke. Zu viel. Jeder Gericht. Das originale Mapo Nicht so Tofu viel. ist auch komplett ohne Stärke. Hat so ein bisschen. Na, Mini. ja, erst in den 80er Jahren machen sie erstmalig Also, Stärke. aber nicht so viel, ein bisschen nur. Und ja, das stimmt. Die Tendenz geht dahin, das immer mehr anzudicken, weil normalerweise machst du das durch Substitution, also immer Wasser rauskochen und dann wieder neues Wasser rein und wieder Bei Stärke rauskochen. ist schnell das. Ja, weil kein Gast wartet jetzt 40 Minuten auf sein Essen. Der Kameramann muss heute hart arbeiten. Der hat noch gar nicht gegessen. Willst du auch 现在 essen? 可以吃了吧？ Ja, haut rein. Ja. Ja. Ein bisschen zu sauer anfühlen. Ist gut? Ja. Ja, weil jetzt, diese ist sehr heiß noch, muss ich immer noch warten. Aber Koschelti ist schon lecker, tropft aber leider nicht, also wird seinem Namen nicht ganz gerecht. Dann natürlich, diese ist schon klassisch, aber wäre es intensiver, wäre das schon weg. Normalerweise dieses hat Zimt, oder? Ein bisschen. Welcher Zimt? Letzte Mal, diese Nie-Restaurant, sie machen mit Zimt. Oh, sie machen anderes Style kochen. Mehr kompliziert vielleicht. Diese ist actually sehr einfach Gericht. Aber Zu die Palgo. benutzen- Sehr einfach Gericht, aber schmeckt sehr geil. Heute gibt es einfach noch eine zweite Geschichte. Insgesamt gibt es 3. Also wir müssen mindestens einmal noch mal essen. Und zwar die zweite Geschichte geht so. Der Ursprung von Tang Chupaigu, dachten wir, liegt in der Region so um Shanghai, Jiangsu, Zhejiang. Es gibt aber auch eine Geschichte, die kommt aus der Tang-Zeit, so aus dem 9. Jahrhundert. Und da geht es um den Premierminister und um den Kaiser. Also China hatte ganz lange Zeit immer einen Premierminister, der so die ganzen Geschäfte macht vom Land, und der Kaiser ist eher so wie bei uns der Bundespräsident. Der muss den ganzen Tag irgendwelche Kulturveranstaltungen sozusagen machen. Und die Geschichte geht folgendermaßen, dass der Premierminister hat den Kaiser eingeladen und hat dann erstmalig Tang Chupaigu gemacht. Da ist auch das Rezept überliefert. Und der Kaiser fand das halt super lecker, und so ist das dann auch in die kaiserliche Küche eingewandert. Und das war die erste Überlieferung des Gerichtes. Nächstes Mal gibt es dann die dritte Geschichte dazu. Weil ich finde eigentlich, wenn diese noch mehr kribbelscharf ist, dann hast du immer so eine Textur drauf. Sowieso, das ist falsch, Lazzi. Also ist einfach, ja, du hast halt frittiert. Lazzi ist so. Und das Hähnchen drin ist super nice. Wäre viel cooler ohne, ja. Ja, also haben wir bei Shu Wei Fang noch nicht so die richtigen Gerichte gefunden. Ich finde, es schmeckt total anders als in Sichuan. Sorry, ja. Aber zur Verteidigung muss man immer sagen, weil wir haben selbst das Problem. Wir haben ja ein eigenes Restaurant und deswegen kennen wir auch die Herausforderungen,
authentisches Essen zu machen. Manchmal fehlen die richtigen Gewürze. Vielleicht dieses Restaurant kann die hier nicht herbringen, weil man muss jedes Gewürz lizenzieren eigentlich. Oder man muss halt jemanden kennen, der die hierher bringen kann. Andere Sache ist dann vielleicht, beim Essen gibt es ein besonderes Gemüse, das fehlt. So, also das zur Verteidigung. Eventuell der Koch, wir hatten das ja gefragt, wenn er nicht gelernt hat in dieser Region, oder jetzt zum Beispiel ganz oft, ich war ja 3 Jahre in Sichuan und kenne er das Essen aus Chengdu. Besser. Und jetzt werde ich natürlich auch kennenlernen, wie ist das Essen zum Beispiel in Südchina. Vielleicht schmeckt plötzlich Mapo Tofu genau gleich wie hier. Wir werden das mal testen. Aber so, das sind immer so die Herausforderungen, ja. Und deswegen ist es schwierig, das natürlich so identisch zu machen. Ja, und deswegen würde ich so sagen, Shuwei ist nicht ganz Shuwei. Ja, aber trotzdem, es gibt hier leckere Sachen. Kommt hierher, probiert die und ja, viel Spaß. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall Reis bestellen. Mifan. Schreiben wir auch ganz groß rein und drunter. Dann könnt ihr immer sagen, Wo Yao Mifan. Dann als nächstes bringen wir bei Doidien. Zu süß und zu sauer? Zu süß und zu sauer. Hier zu sauer Oder alle und zu? dann zu süß. Ich meine zu. Nicht richtig balanciert. Ich meine, sein Heimatessen. hier essen ist mehr wie wo näher so Zhejiang, wo dieser Chef kommt, ich glaube, ist da. Aber welches hat dir jetzt am besten geschmeckt? Diese, oder? Das? Obwohl es kein Laziji ist. Naja, aber frittierte Hähnchen. Aber dann frittierte Hähnchen. Okay. Ich mag das. Was? 你都没吃？ Da, ich吃了， 哦， 没有看吗？ Ja, ess noch mal eins. Ess noch mal eins für die Kamera. Zum Beweis für Mama. 这个你吃了吗？ 什么吃了？ Diese hast du auch? 这个吃了。 Aber du haust die alle nur rein, ohne was zu sagen. Ich muss ja zeigen, dass ich gegessen. 哪个最好吃？ 这个，this is sauer, sehr sauer. Sehr sauer, ja, ein bisschen oversauer die. Xiaolio ist chinesisch. Machen wir extra Kanal, nur mit ihm jetzt. für Kinder. Aber die sind nicht kann Lase das Hähnchen, aber die schmeckt vorstellen. gut, finde ich. Weil diese keine Fehler. Deswegen machen wir das so. Wir suchen weiter. Jetzt, wo ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich live in Sichuan, aber wir werden noch ein paar mehr Sichuan-Restaurants besuchen, um rauszufinden, welches ist das Beste hier in Berlin.